Heute fange ich mal anders an als sonst. Nicht abstrakt hier rumkritzeln zum Ankommen, sondern mit einer Skizze. Und zwar mit einem Motiv. Es soll heute ein Reh werden. Das hatte ich mir vorher überlegt und ich versuche das jetzt zu skizzieren, weil ich habe oft Rehe gesehen in letzter Zeit. Aber ich will die nicht naturgetreu nachahmen. Ich möchte nur, dass man es erkennt. Also als Ausgangspunkt habe ich heute ein Motiv. Mir geht es aber in diesem Video nicht darum, wie man jetzt ein Reh skizziert oder malt. Oder wie ein Motiv am Ende überhaupt aussehen soll. Mich interessiert etwas anderes. Mich interessiert der Punkt beim Malen, an dem man anfängt, sich zu sehr am Motiv zu orientieren. Der Moment, in dem man merkt, jetzt werde ich sehr genau, dann werde ich total vorsichtig. Und vor allen Dingen geht es mir um den Moment, wo man merkt, wie unfrei man in seiner Malerei ist. Und genau deshalb gehe ich jetzt mit Wasser drüber. Und neben dem Fensterwischer, weil jetzt lösen sich nämlich die Linien. Und das Reh bleibt zwar erkennbar, aber es wird viel weicher und weniger festgelegt. Und genau das tut mir an dieser Stelle gut. Ich kann nämlich damit einfach ein bisschen lockerer bleiben. Ich kann so besser in meinem Tun bleiben. Sobald dann nämlich die Farbe dazu kommt, zeigt sich oft das eigentliche Problem. Und das Problem ist jetzt nicht auf der Leinwand sichtbar, sondern das spürt man in sich, in seinem Körper. Und das äußert sich dann eben genau da, dass man langsamer wird. Man schmeißt die Farbe eben nicht einfach auf die Leinwand, weil man hat oft Angst, etwas zu zerstören. Also die Hand zögert eher, man wird eher nachdenklich. Also es verändert sich mit dem Motiv oft auch das Arbeiten. Man arbeitet nicht mehr so aus diesem Moment heraus, wie in der abstrakten Malerei, so wie ihr das kennt von meinen Videos, sondern wenn man ein Motiv hat, arbeitet man meistens eher mit dem Wunsch, jetzt nichts kaputt zu machen.
das Motiv ist da und auf einmal geht es weniger um das Malen, sondern mehr darum, möglichst etwas zu bewahren. Man malt also damit nicht mehr für sich, sondern eher für das Motiv. Man versucht, es einfach richtig zu machen und besonders gut zu machen. Und das ist so der Teil, der mich am meisten interessiert. Das ist nämlich dann der Teil, wo alles so eng wird, wo man beginnt, sich dem Motiv unterzuordnen. Ja, und was mache ich? Ja, das ist genau der Punkt, den ihr oft in den Kommentaren sagt, wie locker ich bin. Ich bleibe einfach in Bewegung. Ich ordne mich dem Motiv nicht unter. Also ich gehe einfach weiter. Ich wechsle das Werkzeug oder nehme den Fensterwischer oder das Palettenmesser. Ich spiele auch gerne mit den Farbtönen. Also ich nehme auch gerne Farben dazu, die dann gar nicht stimmig sind. Also gerade deshalb, weil es auch einfach Spaß macht, damit zu arbeiten und weil es ja wahrscheinlich auch viel zu viel Spaß macht. Und ich die Malerei ja genau deswegen so liebe, weil sie mir genau die Freiheit schenkt, die ich natürlich nutzen will hier auf der Leinwand. Und zwar auch dann, wenn das Motiv überdeckt wird. Also ich habe keine Angst, das Motiv zu verlieren, sondern ich möchte mir selbst treu bleiben dabei. Denn für mich ist es entscheidend, dass ich aus dem Tun heraus arbeite und nicht aus der Angst, etwas falsch zu machen. Dieses Motiv ist für mich auch ja, spannend, weil es wirkt so ruhig und aufmerksam und wach und steht einfach da, ohne laut zu sein. Und genau das fühlt sich für mich stark an. Also mich interessiert diese Spannung, dass etwas Zartes im Bild sein kann, während der Prozess total beweglich, farbig und vielleicht sogar ganz wild ist. Also Stärke muss für mich nicht dominant sein. Sie kann ganz leise, präsent und klar und trotzdem viel aushalten.
Ja, wenn das Bild jetzt hier so liegt, frage ich mich nicht, ist das jetzt richtig? Also habe ich das jetzt korrekt gemalt? Ähm, Stimmt der Augenabstand? Weil da war ich tatsächlich so ein bisschen am Gucken oder die Ohren sahen plötzlich so groß aus. Ich frage mich jetzt am Ende hier, bin ich beim Arbeiten bei mir geblieben? Also, habe ich reagiert oder habe ich angefangen, vorsichtig zu werden? Und fühlt sich das für mich jetzt alles auch stimmig an? Fühle ich das, was ich jetzt sehe? Ja, vielleicht kennst du solche Momente, die einfach, ja, plötzlich schwierig werden, weil man zögert oder man hat Angst, jetzt was kaputt zu machen. Und das ist ja auch genau der Punkt, an dem ich immer wieder ansetze. Und das sind auch die Punkte, die mit ins Buch kommen, in das Neue. Also ja, wenn du solche Momente kennst, schreib mir gerne wieder einen Kommentar unter das Video. Ich selber werde euch sicherlich auch noch einen Link dahin stellen. Ich hoffe, das klappt alles, das weiß ich leider gerade noch nicht. Aber, wenn ja, schau mal unter das Video. Vielleicht ist da jetzt auch ein Link drunter für noch ein paar andere, Infos für dich. Also schön, dass du hier bist. Schön, dass ich auch so etwas mit dir teilen kann. Ich denke, sowas findet man nicht so im Netz. Also so offen in den Prozess reingehen und auch gucken, was passiert eigentlich beim Malen. Also es sind ja beim Malen nicht nur die technischen Hürden, sondern eben auch nochmal ganz, ganz andere. Und die kann man, glaube ich, irgendwie nie irgendwo erfahren. Also ich freue mich, dass ich das hier mit dir teilen kann. Also hab einen ganz schönen Sonntag. Vielen Dank für dein Like, vielen Dank für dein Abo. Und jetzt mach einfach. Tschüss.